Are we ready? I'll try to make this short, not go as long, so everyone can get to bed in time. So, ich versuche das kurz zu machen, dass jeder dann auch pünktlich ins Bett kann. But it'll be compact again. Aber es wird auch hier wieder sehr kompakt sein. I'll start by telling you a funny story. Ich fange an, indem ich euch eine witzige Geschichte erzähle. Can you guys use a little humor? Könnt ihr ein bisschen Humor vertragen? There was a Catholic priest and a rabbi. Da war ein katholischer Priester und ein Rabbi. They're both driving as fast as they can, different directions to an intersection. Und sie sind beide so schnell wie möglich aus unterschiedlichen Richtungen auf eine Kreuzung zugefahren. And all of a sudden the light changed to red. Und ganz plötzlich wurde die Ampel rot. For one of them. Für den einen. They were going so fast that one of them read the red light and they collided in the middle of the intersection and totaled both their cars. Die waren beide so schnell, dass der eine das rote Licht überfuhr und sie trafen aufeinander in der Mitte der Kreuzung und beide Autos waren völlig zerstört. And the priest and the rabbi both survived, and they run around and look at their cars and then look at each other. Der Priester und der Rabbi haben beide überlebt und liefen um ihre Autos und zu und schauten einander an. And the priest said to the rabbi, "This must be a sign from God that we were supposed to meet." Und der Priester sagte zum Rabbi, das muss ein Zeichen Gottes sein, dass wir aufeinandertreffen. And the rabbi said, "Well, just one moment." Und der Rabbi sagt, Moment mal. The rabbi runs over to his car and he digs around and he pulls out an unbroken bottle of this great old kosher wine. Und dann zieht er eine unzerbrochene Flasche von diesem großartigen alten koscher Wein heraus. He says, "Father, now I know this is a sign from God we were to meet because my bottle of wine did not break." Und dann sagt der Vater, jetzt weiß ich, dass das ein Zeichen von dir ist, dass wir aufeinander trafen oder uns begegnet sind. So let's celebrate. Also lasst uns feiern. And he uncorked the bottle and handed it to the priest who drank half of the bottle. So, und er hat den Korken abgemacht und gab die Flasche, damit der Priester die Hälfte von dem Wein trinken kann. And the priest handed it back to the rabbi to finish off his half. Und der Priester gab es zurück zum Rabbi, damit er seine Hälfte trinken kann. And the rabbi smiled and he corked it. Und der Rabbi grinste nur und machte den Korken wieder drauf. And the priest said, "Rabbi, aren't you going to celebrate?" Und er sagte dann, Rabbi, willst du denn nicht mit mir feiern? He said, "Yes, after the police arrive." Ich sagte, ja, nachdem die Polizei angekommen ist. Now we're ready to begin. Jetzt sind wir bereit, weiterzumachen. I'm going to give you a little bit of an introduction about the feasts. Ich werde euch ein bisschen eine Einführung über die Feste geben. And a little bit about Passover. Und ein bisschen über das Passafest. And then tomorrow morning I'll talk a little bit more about Passover. Und morgen früh werde ich dann noch ein bisschen mehr über das Passafest reden. And then in the afternoon about the fall feasts. Und nachmittags dann über die anderen Feste. Some of this I just shared briefly with you earlier last night or this morning. Und einiges habe ich schon kurz erwähnt, gestern Abend und heute Morgen. And so this will be new for some of you though, and some of you you're familiar with. Und für einige von euch wird es neu sein und andere haben das schon mehrmals gehört. To begin with, if you'll notice, this is our calendar, which is based totally on the sun. Und wenn ihr das hier seht, was am PowerPoint vorne ist, das ist unser Kalender, der völlig auf der Sonne basierend ist. And the Islamic calendar, or Muslim, which is based totally on the moon. Und der islamische oder Moslem-Kalender, der völlig auf dem Mond hängt oder basiert. But as we know in Genesis 1:14 what God said, Wir wissen aber, was im 1. Mose 1,14 steht, was Gott gesagt hat. He said, "Let them be for your signs and seasons and days and years." Lasst die Lichter des Himmels scheiden, Tag und Nacht und Saisons und Zeiten und Monate und Jahre geben. And the word seasons here Und das Wort für Saisons oder Zeitspannen, does not mean winter, spring, summer, fall. da redet es nicht von Sommer, Winter, Herbst und Frühling. It's the Hebrew word moed, which means divine appointments. Sondern das ist das hebräische Wort Moed, das redet von himmlischen, festgesetzten Zeitpunkten.
So we need to understand God's feasts do not mean food, they mean his divine appointments. So, wir müssen verstehen, dass die Feste Gottes dass die sich nicht nur um Essen drehen, sondern dass das festgesetzte Zeitpunkte sind, um ihm zu begegnen. So we see God has a day timer. Gott hat also einen Terminkalender, einen Planer. He makes appointments with us. Und er macht Treffen mit uns aus, er setzt Begegnungen fest. When he says he will meet with us. Wo er sagt, er möchte sich mit uns treffen. What are the chances of your prime minister or president wanting to meet with you? Was sind die Chancen, dass der Premierminister des Landes dich gerne treffen möchte? Ain't happening. Passiert nicht. Gibt's nicht. But here, the creator of the universe wants to meet with you. Aber hier ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der möchte dir begegnen, dich treffen. But so many Christians aren't aware of his day timer. Und so viele Christen haben aber keine Ahnung von seinem Terminplan. Let's take a look at this verse. Und wir wollen uns diesen Vers mal anschauen in Sacharja 8,19. So spricht Jahwe Zaba. Das Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monden sollen dem Hause Judas noch Freude und Wonne und zu fröhlichen Jahrfesten werden. Allein liebet die Wahrheit und Frieden. So this is a prophecy saying these 4 fast days, some year in history, will turn into divine appointments and feast days. Das ist ein prophetisches Wort, da heißt es, diese Fastentage, die festgelegt sind an bestimmten Monden, werden zu Freuden und Festtagen verändert werden. But if you don't know when they are, you'll never know when the prophecy is fulfilled. Aber wenn du nie weißt, wann die stattfinden, weißt du nie, wann die Verheißung erfüllt ist. So every year on the biblical calendar, when these dates come up, Also jedes Jahr, wenn diese Feste auf dem biblischen Kalender stattfinden, I'm looking to see, is this the year this prophecy is fulfilled? dann halte ich Ausschau danach, ob das Jahr ist, in dem diese Prophetie erfüllt wird. Concerning the fast of the 10th month here, Wo es darum geht, in den 10. Monat hier zu fasten oder zum 10. Mond, I want you to see how important this day was to God. dann möchte ich, dass ihr wisst, wie wichtig Gott dieses Datum war. Let's read Ezekiel Und wir 20. lesen auch noch in Hesekiel 24, 1 und 2. Und es geschah das Wort des Herrn zu mir im 9. Jahr, am 10. Tage des 10. Monats. Und er sprach, du Menschenkind, schreib diesen Tag an, ja eben diesen Tag. Denn der König zu Babel hat sich eben an diesem Tag wieder Jerusalem gelagert. If God told Ezekiel to write this down for all eternity, it had to be an important day to God. Wenn Gott zu Hesekiel sagt, schreib das auf für alle Zukunft oder für alle Ewigkeit, dann muss das ein wichtiges Datum für Gott sein. Are you familiar with these 4 fast days and when they are? Habt ihr ein Wissen darüber, über diese 4 Fastentage und wann die sind? Nope, some of you are. Einige Jahre. Okay. Nicht. All 4 of these days had to do with the destruction of the temple in 586 BC. Alle diese 4 Fastentage hatten zu tun mit der Zerstörung des Tempels 586 nach Christus. Vor Christus. The first one is the 10th day Das erste ist der 10. Tag of the Jewish month called Tevet, von dem jüdischen Monat, der Tavet heißt. around December. So im Dezember. That was the day God told Ezekiel to write this down and never forget it. Das war der Tag, wo Gott zu Hesekiel gesagt hat, schreib das auf, dass das nie mehr in Vergessenheit gerät. That's when Nebuchadnezzar surrounded Jerusalem. Das ist, als Nebukadnezar sich um Jerusalem gelagert hat. The next day is the 17th day Das nächste ist der 17. Tag of the month Tammuz, von dem Monat Tammuz. which is around early July. Und das ist so Anfang Juli. That is the day Nebuchadnezzar broke through the walls of Jerusalem Das ist an dem Tag, wo Nebukadnezar durchgebrochen ist durch die Mauern Jerusalems. The next day is 3 weeks later, the 9th of Av. Und das nächste ist 3 Wochen später, an dem 9. von Av. The day when he destroyed the temple. Das ist, als er dann wirklich den Tempel selber zerstört hat. And the 4th fast day Und der 4. Fastentag is basically the Feast of Trumpets, ist das Posaunenfest Tishri 1, im 1. Tischri. which is the day that they killed Gedaliah, the governor whom Nebuchadnezzar put over the people. Das ist der Tag, an dem sie den Regierenden getötet haben, den Nebukadnezar eingesetzt hat über der Stadt.
So each one of these days, we want to find out when they fall on our calendar so you can see if a prophecy is fulfilled. Und wir schauen uns